Von den Modellbahnherstellern und selbst vom Fachhandel werden verschiedene Entkupplungshilfen angeboten. Diese dienen dazu, die Kupplung zwischen einer Lok und einem Waggon oder auch zwischen zwei Waggons von Hand trennen zu können. Was mich bei diesen einerseits stört, ist der reichlich unverschämte Preis. Knapp 2 bis 9 Euro für ein kleines, billiges Plastikteil. Außerdem finde ich alle diese Lösungen, zumindest alle, die ich bisher gesehen habe, total ungeschickt. Die Hartplastikteile sind so steif, dass sie nur aus einem einzigen bestimmten Winkel funktionieren. Bei den Entkupplungshilfen von Märklin und Roco müssen die zu entkuppelnden Einheiten gut von der Seite zugänglich sein. Das funktioniert wunderbar, wenn der Zug direkt vor einem steht. Befindet sich aber etwas im Weg, wie hier der Zaun oder auch ein weiterer Zug, so richte ich damit eher einen Schaden an, als dass ich die Kupplung einfach trennen könnte. Mit dem Luxuswerkzeug von MMC kommt man zwar von oben an die Kupplung heran, was in den beschriebenen Situationen schon einmal sehr viel praktischer ist. Wenn es nach oben hin eng wird, wie in einer Bahnhofshalle oder einem niedrigen Schattenbahnhof, könnte man mit diesem Teil ebenfalls irgendwo anstoßen. Und es bleibt ja auch noch der stolze Preis. Weil ich die käuflichen Lösungen so unpraktisch finde, verwende ich seit vielen Jahren ein ganz einfaches Hilfsmittel, das man mit neuen Elektrogeräten oft frei Haus mitgeliefert bekommt. Ich rede von solchen wiederverschließbaren Kabelbindern, mit denen Stromkabel zusammengebunden werden. Diese sind als Entkupplungshilfe für H0 nämlich super praktisch. Sie sind per se so geformt, dass man von vorne noch von oben gut an die Kupplung herankommt. Auch dann, wenn die zu entkuppelnden Wagen ansonsten eigentlich schwer zugänglich sind. Darüber hinaus sind diese breiten Kabelbinder zwar steif genug, dass man die Kupplung problemlos und leicht trennen kann, aber auf der anderen Seite auch flexibel genug, um keine Angst haben zu müssen, die Waggons damit anzuheben oder gar irgendetwas kaputt zu machen. Also für mich sind diese Entkupplungshilfen nicht nur kostengünstiger als die käuflichen Lösungen, sondern tatsächlich auch viel praktischer. Deshalb verwende ich seit vielen Jahren nur noch solche wiederverschließbaren Kabelbinder, um meine Züge von Hand zu trennen. Falls euch mein kleiner Tipp gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Ansonsten auch vielen Dank für euren Besuch in meinem Hobbykeller. Und wenn ihr weiter mitverfolgen wollt, wie meine ganz persönliche Modellbahn-Traumanlage entsteht, so lasst gerne ein Abo da und schaut euch ebenfalls die anderen Videos meiner entsprechenden Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1 zu 87 Enthusiast.